45 Quadratmeter, ein Tiny House, in dem man richtig leben kann. Ich denke mal für 2 Personen optimal. Vielleicht noch ein kleines Kind könnte auch noch drin leben. Oder wie ist das gedacht, Valeria? Nee, bei dem Haus ist es tatsächlich so, für eine Person haben wir es geplant, maximal 2 Personen, aber das wirst du gleich sehen wegen der Aufteilung. So, das ist aber jetzt ein Haus, da kann ich richtig drin leben. Das könnte mein Erstwohnsitz werden. Richtig, deswegen sagen wir auch kein Tiny House mehr, sondern Mikrohaus dazu, weil das hat 45 Quadratmeter und ist komplett winterfest. Komplett winterfest bedeutet, da kann nichts einfrieren. Tanks und so weiter gibt es ja nicht. Nein. Die werden meistens fest angeschlossen. Genau, das wird ganz normal an das Wasserabwassersystem angeschlossen. Wir haben hier Starkstrom und wir haben die maximale Winterdämmung. So, ich gehe mal kurz hier rein. Das ist natürlich jetzt die Schoko-Seite. Moment, ihr habt ein ganz großes Fensterelement reingemacht. Das ist alles im Preis mit drin? Das ist alles im Preis mit drin, genau. So, Made in Germany. Made in Germany. Gibt es darauf auf entsprechende Garantie? Ist das hier so praktisch diese Bauordnung, dass man so 10 Jahre geben muss oder so? Ja, 10 Jahre ist es nicht. Ne? Das sind ja meistens zwischen 2 und 5 Jahren. Da muss man immer schauen, für welche Nutzungszwecke. Wenn aber einer wirklich da drinnen fest wohnt, dann hat er natürlich auch eine Garantie auf die Dichtigkeit und auf die Statik. Das ist selbstverständlich. So, gibt es auch Firmen, die sagen, dass hier könnte zum Beispiel mal ein Sitz sein als Verkaufsbüro für zum Beispiel einen Autohändler? Ja, absolut, ganz viel. Und es wird auch immer mehr, dass die Menschen auch feststellen, Mensch, das ist ja optimal dafür gedacht, ob das ein Yogaraum ist oder vielleicht auch eine kleine Bio-Verkaufsfläche oder auch ein Kindergarten. Wir haben auch schon einen Waldkindergarten gebaut für die kleinen Kinder, bis zu 10 Personen. Alles machbar. So, und das ist jetzt für die Katze oder den kleinen Hund. Ist es schon geplant? Klappe, genau. Die Katzenklappe ist hier mit drin. Was Sensationelles ist, glaube ich, das Konzept, was ihr macht. Ihr macht Made in Germany. Viele, ich sag mal, Anbieter bauen nicht in Deutschland, muss man sagen. Ihr habt deutsche Vorschriften, was Spaltmaße angeht zum Beispiel. Genau. Schreiner lieben es, auf den Millimeter genau zu arbeiten. Ihr habt CNC-Maschinen, nehme ich an, oder? Absolut, das ist ein Muss. Das muss sein. Und die Gewährleistung. Die Gewährleistung ist ja auch ganz wichtig. Service, wenn was ist an dem Haus, dass da auch jederzeit jemand rauskommen kann. Das ist so, die sind gar nicht so teuer. Wenn man alles richtig zusammenrechnet, dann, ich sag mal, wird es geradezu preiswert. Aber man muss immer das Ganze sehen. Sag mal hier, ist das ein Stahlfundament hier drunter? Genau, das ist ein Stahlchassis. Also das ist kein Fundament, sondern das ganze Haus ist auf einem Stahlchassis gebaut. Somit können wir die Statik gewährleisten und können das Haus auch gescheit von A nach B transportieren, ohne dass das Holzständerwerk leidet. So, jetzt sagen die meisten Leute, wenn da mal ein kleiner Sturm kommt, dann bin ich mein Haus los. Das aber natürlich nicht. Dieses Haus wiegt hier 14 Tonnen. Das heißt, es ist wie ein richtiges Haus zu betrachten. Auch die Materialien, die hier verbaut sind, kommen aus dem richtigen Hausbau. Also für mich hat das jetzt nichts mehr mit einem Tiny House zu tun. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, es ist ein Mikrohaus, wenn nicht sogar schon ein richtiges kleines Wohnhaus. Okay, ich lasse es mal so stehen. Ich nenne es leider trotzdem Tiny House, weil die Leute alles googeln im Moment mit Tiny House. Aber es ist ja noch Tiny, so ein bisschen. Es ist noch ein Tiny. Tiny ist ja klein, ne? Und ich meine, das sind 45 Quadratmeter. Natürlich ist das nicht mit einem Haus, was 200 Quadratmeter hat, zu vergleichen. Wollen ja viele gar nicht mehr, die vielleicht ein bisschen älter sind. Oder da kommt jetzt zum Beispiel jemand aus Lettland. Die Jan kommt zu uns, Tochter, die sagt, ich habe 2 Hunde, die sich nicht mit meinen Hunden vertragen. Die könnte bei einem großen Gartengrundstück, wenn ich eine Baugenehmigung kriege dafür, ja auch darin leben. Für relativ kleines Geld. Ja, absolut. Ist alles machbar. So, viele sagen, ja, das hält ja jetzt nicht so lange, in 20 Jahren kann ich es wegschmeißen. Wie ist das Argument? Da wir uns am gewöhnlichen Hausbau orientieren, ist das ganz klar nicht der Fall. Also das Haus kann auch ein ganzes Leben lang bestehen. Das ist Ständerbauwerk, das kennen die Deutschen noch nicht so sehr. In Bayern ist das Standard, glaube ich, auf irgendwelchen Hütten, oder? Ja, genau. Also da ist eigentlich nur Holzständerbauweise und das machen wir eben auch. So, du machst das so professionell, du bist seit einem Jahr hier? Ja, richtig. So, war das schwer am Anfang, das alles zu lernen? Ja, sehr. Also es ist sehr, sehr umfangreich, aber es ist auch genauso interessant und deswegen, man eignet sich das an und das macht wirklich Spaß. Dein Name? Sarah. Sarah. Mhm. So, und die Valeria, die das Ganze zusammen gemacht haben. Du bist wirklich die Chefin, gell? Ja, genau. Ich habe das einfach vor 8 Jahren angefangen mit einem Tiny House. Ich sag mal, wenn Frauen sowas planen, liebe Männer, seht's mir nach, dann wird es meistens von der Orga her wird's was. Aber ihr habt doch viele Männer, die arbeiten? Ja, klar, natürlich. Die ganzen Schreiner, die ganzen Handwerker sind tatsächlich männlich. Wobei wir auch da 2, 3 Mädels beschäftigen. Aber im Verkauf sind wir hauptsächlich Mädels. Haben aber natürlich auch in Zierenberg unser Niederlassungsleiter, das ist der Herr Wupper. Also wir sind bunt gemischt und das ist auch gut so. So, jetzt sieht man, das Dach besteht aus solchem Material?
Wir haben hier auch ein komplettes Holzständerwerk und oben, du meinst jetzt oben die Abdeckung, das ist Blech. Das sind Blechpfannen, genau. So, das hält wahrscheinlich auch eine gute Zeit lang. Richtig, genau. Du siehst es, das ist fest verschraubt, auch für den Transport ganz wichtig, weil das Haus wird ja an einem Stück angeliefert und da würden ja normale Dachpfannen abfliegen beim Transport. Hier haben wir das natürlich nicht. Atmungsaktiv ist das Haus. Absolut. Überall ist eine Luftschichtebene eingebaut. Das ist natürlich ein Muss, damit das Haus nicht anfängt zu schimmeln und das Holz sich entfalten kann. So, ihr habt ein großes Autarkhaus, das hier ist so eine Regentonne. Das kann man natürlich noch etwas schöner machen mit praktischem Sammelbehälter, der das Regenwasser sammelt, Umkehr-Osmosanlage dahinter. Da kann man das Wasser trinken. Richtig. Naja, trinken weiß ich jetzt nicht. Also könnte man auf jeden Fall tun, wenn das Magen-Darm-System gesund ist. Aber auf jeden Fall könntest du das Wasser dafür nutzen, um zu duschen, um zu kochen. Dafür ist es auf jeden Fall super geeignet. Energiewerte, da gibt es ja so ganz neue Normen, KfW, wie sie alle heißen. KfW 40 oder 40. KfW 40 plus oder 55, das ist alles bei uns machbar, je nachdem, welches Haus der Kunde haben möchte. Ja, kriege ich dafür eine Baugenehmigung in vielen Bundesländern? Ja, du bekommst dafür eine Baugenehmigung, man muss aber natürlich schauen, wo. Also im Außenbereich ist das natürlich schwierig. Das musst du einmal definieren. Ich habe das mal gegoogelt. Außenbereich, heißt zum Beispiel Wald. Ja, Wald oder Wiese, ne? Oder Ackerland. Das ist alles im Außenbereich, wo halt auch keine Bebauung sozusagen erlaubt ist. Wenn ich aber jetzt einen Bebauungsplan habe, zum Beispiel Wohnbebauung oder Mischbebauung, da kann man zumindest mal einen Antrag stellen. Dann kommt die Gemeinde und sagt, was ist das denn hier? Das ist ja hier kein... Nee, die kennen das schon. Nein, also das ist ja das Schöne. Deswegen beschäftigen wir Architekten und Bauingenieure, die gucken im Vorfeld, bevor der Kunde überhaupt ein Haus bei uns bestellt, ob auf seinem Grundstück auch so ein Tiny House aufstellbar ist, weil manchmal ist ja auch eine Dachneigung festgelegt und dann entscheiden wir, welches Haus der Kunde bekommt. So, ihr habt verschiedene Dachneigungen, ihr habt sogar Flachdachhäuser, habe ich gesehen, habt ihr da. Die werden wir heute mal alle angucken. Insgesamt stehen hier wie viele? Wie viele haben wir hier, Sarah? 7 verschiedene Modelle. 7 verschiedene Modelle. So, ich bin echt gespannt. Sarah, du bist mein Held. Weil in einem Jahr das alles drauf zu kriegen, Autarkie, Solaranlagen, irgendwelche Spannungswandler. Ist der Wunsch nach Autarkie ganz unabhängig zu sein vom Stromnetz? Kommt das öfter? Es wird immer mehr. Also bis jetzt war es noch nicht so, aber dadurch, dass wir jetzt einfach ja auch in so einer kritischen Energiezeit sind, sage ich mal, ist der Wunsch nach Autarkie schon gewachsen, ja. Was ist das für ein Modell hinter dir? Das ist unser Tiny House Elsass. Und das ist natürlich extrem leicht zu transportieren. Da darf ich auch normal auf der Straße transportieren, oder? Ganz genau, das ist mit einem Fahrzeug, was 3,5 Tonnen ziehen kann, auf jeden Fall transportierbar. Ist das Ladung quasi? Ja, genau. Also das ist auf einem Trailer gebaut, also wie ein Wohnwagen. Ladung. Ja. Okay, super. So, komm, wir gehen mal rein in Zusammenarbeit. Ihr habt viele Partner, die das bauen. Ist das hier dabei? Zum Beispiel hier der Dachüberstand? Nein, das haben wir jetzt in Eigenleistung dran gebaut, aber genau. So, wenn jetzt aber jemand sagt, das will ich unbedingt haben, da könnt ihr was vermitteln? Ja, wir haben ein großes Netzwerk und da findet sich auch garantiert der richtige Partner, der sowas baut. Jetzt bin ich mal gespannt. Von außen Länge, Breite, Höhe? Das ist jetzt hier 10 Meter lang und 4,50 Meter breit. So, du darfst mal vorgehen. Du bist groß. Wie groß bist du? Ich bin 1,83 groß. Satt. Plus ein bisschen Schuh. Schuh, so 2 Zentimeter, also 1,85. Ja. Ich will dich jetzt mal als laufendes Metermaß mal betrachten. Ja. Denn viele Leute fragen sich, ist sowas drückend innen? Und ich stelle aber jetzt schon fest, wenn du mal kurz reinkommst, Valeria, das ist ja sensationell. Also es fühlt sich an wie im Urlaub hier. Ja, so soll das auch sein. Genau so soll das sein. Oh, ist das schön? Ja. Weiß ich kenne nur. Das ist so echtes Holz, riecht man hier. Ich habe ganz viele Tiny Häuser gesehen. Die sind so praktisch Sandwich, Pressbauweise, ist auch nicht schlecht, weiß ich, wie so ein Wohnwagen gebaut, aber da atmet nichts, oder? Das ist halt eine Sache, was man möchte, ne? Also das sind halt echte Holzhäuser so. Genau, aber das ist natürlich ein ganz anderes Raumklima auch, das muss man schon sagen. Preis von dem hier, was kostet? Das hier ist jetzt ein Angebotshaus bei 119.000. 119.000, inklusive Steuer? Richtig. 19% ist da drin, ne? Genau.
So, Solar ist ja mehrwertsteuerfrei ab 1.1. Hast du mitbekommen? Ja, haben wir mitbekommen, freuen sich auch sehr viele Kunden drüber. So, auch die Solarbatterien und so weiter. Es muss nur in Hausnähe gebaut werden. Und das ist ja auch ein großes Thema. Das heißt, die sparen nochmal 19% in der Hoffnung, dass die Industrie die nicht gleich wieder draufschlägt. Ja, das ist ja so. Dafür könnt ihr aber nichts. Die Heizung, was ist hier verbaut? Wir haben hier eine Infrarotheizung, die über das Stromsystem des Hauses läuft und jeder Heizkörper in jedem Raum hat auch einen eigenen Thermostat, über den der gesteuert werden kann. Da kann man aber auch natürlich eine Wärmepumpe einbauen, eine kleine Luft, oder? Ja, genau, das geht auch. Das wäre dann im Verbund mit einer Fußbodenheizung. Das ist alles möglich. So, jetzt habt ihr aber empfehlungsmäßig einen Ofen da mit reingeplant. Der ist noch nicht dabei, oder? Der Ofen? Nein, der ist immer extra dazu. Die Geschmäcker gehen auch einfach zu sehr auseinander, als dass wir das schon vorher aussuchen könnten. Wenn ich jetzt sage, ich will genau den, kann ich ihn kriegen? Ja. Das geht. Das heißt, direkt ab Werk, ihr könnt den mitliefern? Genau, also wir haben einen Partner, der würde den dann quasi bestellen und den dann bei dem Kunden auch einbauen, sofern das natürlich in der Reichweite liegt. So, Made in Germany bedeutet ganz Elektrik, Deutsch, FI-Schalter natürlich drin. Der Anschluss ans Hausnetz ist genauso wie beim richtigen Haus. Das sieht man ja bei den Häusern nicht, weil das im Boden ist. Hier kann man es sehen. Da kommt im Prinzip ein Drehstromanschluss rein, ein Starkstrom. Genau, so ein Starkstromanschluss. Die Anschlüsse liegen alle unterhalb des Chalets. Das heißt, da wird das dann vom Fachmann angeschlossen an die vorbereiteten Leitungen. Der Boden, aus was besteht der? Auch Holz? Genau, ist auch Holz und unten drunter haben wir eine Siebdruckplatte. Genau, wenn man gerade ein bisschen wippst. Da bewegt sich nichts. Da bewegt sich nichts, ja. Eine Siebdruckplatte heißt, die ist dicht, die ist wasserdicht, ist wasserabweisend, da passiert nichts. Da kann keine Feuchtigkeit von unten dann eintreten. Ja, also ich bin hier, die Höhe gefällt mir gut. Die Lampen sind alle schon verbaut hier, die Spots? Genau, die Spots sind alle inklusive. Man kann auch wahlweise Lampenausgänge nutzen, das heißt, dann würden wir es verkabeln und dann kann man eine Lampe anschließen. Boah, ist das riesig. So, die Küche ist dabei? Ja, die ist inklusive. So, Küche, kann ich da ein bisschen was wählen bei der Küche oder ist das die, genau die? Nee, also farblich kann die komplett gewählt werden. Also wenn man das jetzt nicht leiden mag, dann kann man die auch komplett farblich anders gestalten und wir haben teilweise auch Spielraum bei den Geräten. Tisch, was ist der dabei, hier steht? Der ist extra, den haben wir liebevoll für dieses Haus ausgesucht. So, man könnte aber genau den kriegen. Gibt es Kunden, die sagen, ich will es so genau haben, wie es hier steht? Haben wir tatsächlich auch. Da sprechen wir dann gerne Empfehlungen aus, so wie die Möbelstücke gekauft haben oder ja, verkaufen sie dann auch mit dem Haus zusammen. So, was ist das hier für ein Ding? Das hier. Das ist ein Klimakompaktgerät. Das kann man zum Heizen nutzen im Winter und im Sommer zum Kühlen. Das ist so eine Luftwärmepumpe, Luft. Ja, nur halt ein bisschen anders aufgebaut dann, genau. Sehr, sehr kompakt. Okay, verstehe. Zieht von außen dann die Luft rein und genau. Sattanlage geht, ist kein Problem. Ja. Gut. So, DVB-T. Viele gucken ja übers Internet. Das Schöne hierbei ist, es dämmt nicht so sehr. Das heißt, man hat auch innen guten Empfang, oder? Das ist oft der Fall, ja. Das ist so. So, also ich fasse mal zusammen. Das ganze Haus ist aus Holz. Jetzt ist hier außen, sieht man keine Schrauben, nichts. Wie habt ihr das gemacht, dass es hält? Ja, das ist natürlich die Kunst auch. Deswegen beschäftigen wir Fachleute, die wissen das und die schießen das, sodass man es nachher halt einfach nicht sieht. So, das Finishing ist also so gut, das heißt, die schießen das unter. Jetzt habe ich verstanden, das wird jeweils verdeckt, wo sie reinschießen. Richtig, genau. Okay. Da sind noch Dampfsperren drin? Ja. Gut. Erklär mal, wozu ist die Dampfsperre? Jetzt, wo ich dich mal habe. Die Dampfsperre ist ja einfach dadurch, dass das Haus quasi trotzdem die Feuchtigkeit rauslässt, aber eben nicht reinlässt. Also, dass eben dieser Feuchtigkeitsaustausch stattfindet. So, die Fenster sind dabei, dreifach, vierfach? Das ist jetzt hier eine Dreifachverglasung. Wir verbauen aber standardmäßig Zweifachverglasung. Okay, wenn der Kunde will, gegen leichten Aufpreis, oder? Genau, ist dann auch immer abhängig vom Wandaufbau, von der Wandstärke, genau. Ihr habt die jetzt nicht megamäßig hochgeheizt für mich. Trotzdem ist es hier nicht kalt drin. Also ich nehme mal an, die Sonne, die hier jetzt schon reinstrahlt, die erwärmt das schon direkt, oder? Das hilft auf jeden Fall, genau. Aber einfach auch hier haben wir eine starke Dämmung. Das heißt, das Haus kühlt auch nicht so stark aus. Sehr schön. Komm, wir gehen mal rüber. Valeria. Ja. Komm mal mit. Guck mal, wenn du hier reinguckst, das ist das große Vestibül, was ihr hier drin habt. Ja, da kann man sich umziehen. Genau. Das ist auch wichtig, so einen Vorraum zu haben, dass man nicht gleich drin steht. Das ist die Garderobe, ne? Also du hast ja schon so ein paar Sachen, gerade jetzt im Winter, dicke Jacken, Schuhe. Das muss ja auch irgendwo verstaut werden und dafür ist das hier extra geplant. So, das wäre jetzt schon ein Haus, wo ihr sagt, da könnte eine Person, jetzt weiß ich auch warum eine Person, weil es gibt da keinen zweiten Raum. Genau, in dem Haus ist es so, dass wir wirklich nur ein Schlafzimmer vorgesehen haben und wenn du weiter durchgehst, dann siehst du auch einen Umkleideraum bzw. ein Büro, da wo die Katzenklappe eingebaut ist. Stimmt, da ist es, da ist das Büro.
Das ist so groß, da könnte auch ein Bett drin stehen. Ja, ist dafür tatsächlich geplant, dass man da auch ein kleines 80 mal 2 Meter Bettchen hinstellen kann, für Gäste zum Beispiel. So, die Elektroverteilung. Ich guck mal gerade, von wem sie ist. Wenn wir in Saarland die Firma Hager haben. Ach, eine Hager. Guck mal da. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Wenn schon, denn schon. Wissen viele nicht, Ja. Hager kommt aus dem Saarland. Okay. Liebe Hager-Leute, ihr seid auch in Flensburg. So, jetzt mal gucken. Und das ist ein Raumthermostat. Das heißt, also hier kann ich ganz genau die Temperatur einstellen. Genau. Was wäre denn, wenn ich das Haus jetzt verlasse und heize es nicht? Ist das... Das ist nicht zu empfehlen, weil das Holz muss atmen, das Haus darf nicht abkühlen, sonst frieren dir ja auch die Anschlüsse ein. Das heißt, wir empfehlen immer auf 18 oder auf 20 Grad das Haus laufen zu lassen, wenn du unterwegs bist. Und wenn du dann hier in dem Haus dich wohlfühlen möchtest, dann kannst du ja dementsprechend deine Temperatur einstellen. Das heißt, ich kann in jedem Raum genau sagen, hier hätte ich gerne 18 Grad. Ansonsten Fußbodenerwärmung, geht das? Das geht elektrisch oder auch mit Gas, also ist alles machbar, das, was der Kunde möchte. Okay. Eine Gasheizung würde auch gehen, theoretisch. Genau. Warte, ich zeig das mal gerade. Hier ist das Bett. Das Bett ist dabei? Ist das gut, das Bett? Unsere Kunden sagen es auf jeden Fall. Sagen sie auf jeden Fall. Das heißt, die Matratze ist gut. Ist da noch Stauraum unterm Bett? Das ist bei diesem Modell jetzt nicht. Wir haben aber auch eins, wo man quasi noch Unterbettkisten oder sowas verstauen könnte. Also wir haben verschiedene Modelle. So, hier schlafe ich denn. Da habe ich hier ein Doppelfenster habe ich mit drin. Eine ordentliche Tür. Die Beschläge sind auch ordentlich. Sehe ich gerade. Das ist praktisch Haushaltsqualität. Ja, das ist nicht Wert auf Qualität. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, würde ich schon sagen, auch im Tiny House Bereich oder im Mikrohausbereich. Du siehst hier wirklich so gut wie gar keine Mängel, also gar keine Mängel. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn jemand da eine Investition tätigt, dass er das Gefühl hat, okay, jetzt ist das vielleicht nichts mehr für mich oder ich muss wirklich in Pflege. Das kann ja mal passieren, dann kann er das Haus verkaufen. Der sagt jetzt, okay, auf dem Grundstück will ich es nicht haben. Man kann es noch mal transportieren, oder später? Ja, richtig. Das ist in dem Sinne immer noch mobil. Also man kann es dann auf einem Tieflader an Ort und Stelle bringen, wo es halt dann hin soll, ja. Das hier ist ein bisschen teurer vom Transport, weil es breiter ist? Auch weil es breiter ist, ist es ein Nachttransport. Das wird dann per Sondertransport mit Polizeibegleitung transportiert. Genau. Kenne ich von den Windrädern. Da ist es genauso. Richtig, das ist das gleiche Verfahren. Das gleiche Verfahren. So, das ist diese Heizung Infrarot. Okay, habe ich verstanden. Hier ist das Badezimmer. Richtig. Das ist schön groß. Das ist schon riesig. Also ich glaube, das ist auch ein Highlight des Badezimmers, den Leuten ganz wichtig. Ne? Ja, also die Leute legen schon Wert darauf, dass man in dem Bad einfach auch sich vernünftig bewegen kann, seinen Stauraum hat und da auch auf nichts verzichten muss. Und ganz wichtig, Sven, die Waschmaschine und den Trockner. Schau mal rechts. Warte, ich komme sofort. Wenn ich jetzt schwenke, wird den Leuten schlecht. Aber ich hab's schon gesehen. Also das Badezimmer, ihr habt hier solche Platten hinterlegt, die sehr schick sind, wo Leute sich ernsthaft oft fragen, ja, warum mache ich das nicht genauso zu Hause? Das ist wirklich, also auch vom Finish her, ihr habt über Leisten, nochmal Stahlleisten, dass nichts passieren kann. Die Handwerker lieben ihren Job, habe ich das Gefühl, oder? Ja, die machen das mit Herz und Seele, ja. So, darf ich irgendwann mal gucken kommen zu euch, wie ihr die baut, oder ist das ein Geheimnis? Das ist auch ein kleines Geheimnis, aber vielleicht kriegen wir das auch mal hin, ja. Ja, vielleicht. Also, hier könnte ein Trockner rein, hier könnte eine Waschmaschine rein, Richtig. Hier kann alles rein, alles ist schon vorgesehen. Das Haus wird angeschlossen ans normale Wassernetz, ans Stromnetz, das war's, oder? Genau, also Starkstrom, Abwasser und Frischwasser, eigentlich wie bei einem gewöhnlichen Haus auch. So, auch hier, die Armaturen sind ordentlich. Das ist wie zu Hause, man fühlt sich auch wie zu Hause. Was mir gut gefällt hier an euren kleinen Häusern ist wirklich, dass das Feeling eher so an Bayern Skihütte erinnert und nicht an Kunststoff, Pappmaché oder irgendwas, sondern es fühlt sich sehr, sehr echt an, oder? Ja, das ist halt auch das, was wir ja möchten. Also wir möchten dem Kunden ja natürlich auch die Qualität gewährleisten und einfach dieses Gefühl, dass man sich wie zu Hause fühlt. Ja. So. Größe nochmal, Länge, Breite? Das ist jetzt hier 10 Meter mal 4,50 Meter. Okay, verstehe. Habt ihr auch so ein Datenblatt von dem Haus hier drin? Genau, also wir stellen alles auf der Website auch zur Verfügung und hier in dem Haus haben wir auch einen Flyer sonst. Genau, dass ich den Flyer mal kurz abfilme, dass wir das mal sehen. Dann weiß ich nämlich später selber, welches das war. Die Maße sind immer inklusive Dachüberstand auch und Entwässerung. Also dass man wirklich das komplette Ausmaß des Hauses hat. Jetzt sehe ich gerade, Aktionshaus zum Sofortkauf. 119.000 Euro statt 125. Dabei ist die Regenrinne. Also wie ich es hier sehe, bloß ohne die leichten Einbauten wie Tische und so weiter. Das ist nicht mit drin. Aber hier, die Küche ist mit drin. Alles geht. Ja, genau. Alles, was nicht rausfällt, wenn man es auf den Kopf hält, so gesehen. Boah, hast du das lieb gesagt. Gut, Minimalismus trifft auf Luxus. Wir sind
unweit von Fehmarn, ungefähr 2 Stunden. Da komme ich nämlich gerade her. Wir sind in Flensburg. Und warum Flensburg? Warum habt ihr euch für Flensburg? Ist das so weit im Norden, dass ihr gesagt habt, es geht nicht mehr? Das ist unser Heimatort, ne? Ja, echt? Ja, genau. Krass, ehrlich? Ja. Ihr kommt aus Flensburg? Aus Flensburg, genau. Das ist ja cool. So, ihr seid auch unten jetzt in Hessen? In Hessen, genau. Da kommt mein Lebensgefährte her, deswegen habe ich da das Unternehmen gegründet. In Ziernberg. In Ziernberg. Das liegt Ist ungefähr bei wo? Kassel, ungefähr so 20 Kilometer weg von 20 Kassel. Kilometer. Und da stehen dieselben Häuser? Nein, da haben wir ganz andere Modelle. Da haben wir so locker 10 Stück, die man sich auch gerne anschauen kann. Da bist du gerne herzlich willkommen. Ja, mache ich dann irgendwann mal, wenn ich nochmal Zeit habe. Aber ich komme bestimmt vorbei. Komm, wir gehen mal raus, dass wir das sehen. Also, dabei ist die Heizung, dabei ist alles, was ihr wollt. Den Rest findet ihr auf der Webseite. Wenn einer sagt, die Tür will ich aber breiter haben, das wird ein Problem, oder? Nein, das wird kein Problem. Das können wir dann individuell nach Kundenwunsch bauen. Oder auch die Farben, die Höhe, das ist alles frei wählbar. So, am besten beraten lassen. Wir filmen heute am 16. Dezember 2022. Es hat geschneit, weil alle gesagt haben, es gibt keinen Winter mehr. Da kann ich sagen, es ist sogar hier -2. Ja. In Düsseldorf heute, schätz mal, Oh, die haben bestimmt -9 oder so. -11. -11, okay. Ja, Fast. ist komplett eingefroren, aber hier im Norden ist es nicht ganz so stark. Und ich lasse euch beide mal kurz hier rein. Name von dem Haus, wie heißt es? Das ist ein Chalet Österreich. Chalet Österreich, 119.000 € inklusive Mehrwertsteuer plus Transport ungefähr. Der Transport liegt hier zwischen 10.000 und 12.000. Zwischen 10.000 und 12.000 € mit Polizei und Feuerwehr und als Schwertransport. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.